Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Gear Collector Video. Im heutigen Video werden wir darüber sprechen, wie es hier in der Garage aussieht. Was wird es an Neuerungen, was wird es an Neuigkeiten 2025 geben? Und dann natürlich, ihr konntet mir sehr persönliche Fragen stellen, auf die wir im heutigen Video eingehen werden, wie zum Beispiel Lamborghini Revuelto. Was ist da wirklich vorgefallen? Und genauso auch, was würde ich überhaupt machen, wenn es hier die Garage, wenn es Gear Collector nicht geben würde? Darauf gehen wir im heutigen Video ein und ich würde sagen, wir legen los. Schon wieder hundsdreckig die Kisten. Weil ich bin genau zweimal damit gefahren. Einmal zum Nürburgring hin, zum Trackday und wieder zurück. Hauptsache Steinschlag. Und oben hier dieses, keine Ahnung was das ist, einfach verloren. Ist einfach davon geflogen. Und du musst dir mal überlegen, das ist immer noch nicht da. Es war, wann war der Trackday? Im September. Wir haben jetzt Februar, Mitte Februar. Und dieses Teil ist einfach immer noch nicht lieferbar. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist schwierig zu erledigen. Ich fahre auf der Autobahn dahin und das Teil fliegt einfach davon. Ey, weil halt wieder fährst. Und dann auch noch einen Steinschlag reingeballert. Auch super, oder Robert? Nee, glaube ich nicht. Schau mal. Alter, Das schon war die ich Felge aber nicht. rasiert. Das war ich, glaube ich. Das glaube ich nicht. Ah, nee. Ich glaube, das war schon so. Direkt Die waren schon Felge so, rasiert. weil das waren gebrauchte Winterfelgen. Weil von Mercedes die Winterfelgen nicht lieferbar gewesen sind. Beziehungsweise, soweit ich weiß, du kriegst die gar nicht mehr so in dem schwarzen Finish, sondern nur glänzend. Zumindest waren sie nicht lieferbar, aber ich glaube, die waren schon so. Ich glaube. Ich bin nicht damit gefahren. Ich war es auf jeden Fall nicht. Robert, bist du das gewesen? Ja, kann gut sein. So Leute, ja, wie ihr seht, es ist einiges hier im Schwung, würde ich mal sagen, ja. Und es steht auch einiges für 2025 an. Ja, ich weiß, Robert, es ist gerade ein bisschen voll hier. Ja. Und eigentlich müssten noch mehr Autos hier runter. So, ja. Aber wie ihr seht, mehr passt nicht aktuell rein. Ihr seht ja, es wechselt sich immer ständig von den Fahrzeugen, was hier kommt und was hier wieder geht. Natürlich, die Autos hier, die bleiben alle, ja. Aber natürlich so gewisse Daily-Fahrzeuge stehen natürlich nicht immer hier in der Garage, sondern eben woanders noch. Ja, was machen wir heute? Der Robert hat irgendwie ein paar Fragen rausgepickt, die wir mal heute so ein bisschen beantworten. Aber natürlich dann auch auf der anderen Seite wollen wir euch natürlich so ein bisschen einen Einblick geben, was denn dieses Jahr im Jahre 2025 so passiert. Denn es steht einiges an. Ja, nicht nur außerhalb, sondern auch hier in der Garage wird sich ein bisschen was verändern. Und ich weiß nicht, Robert, wie wir am besten starten sollen. Jetzt stehen wir ja schon hier bei den 3G-Klassen. Ja, der G65, den gibt es ja auch noch mit dem schönen 12-Zylinder. Hier ist ja die kleinere Version hier. Sagen wir es mal so, es ist schon so einer der Favoriten von meinem Vater, muss man klipp und klar sagen. Und er will das Auto einfach nicht hergeben. Ich sag euch, was dieses Auto Kopfschmerzen bereitet. Ich glaube, was da schon in das Fahrzeug Geld investiert worden ist, da hättest du dir schon längst einen nagelneuen G63 wieder rauslassen können. Aber, das stimmt. Ja, ich stimme ihm zu, G55, der schöne V8-Kompressor, das ist halt wirklich ein Biest. Und das Geile ist natürlich, der hat vorne auch noch einen Rambock dran, noch komplett Straßen zugelassen. Das kriegst du natürlich wie hier beim 4x4 nicht mehr zugelassen, ganz klar. Aber auch da ganz kurz, Leute, denn wie ihr ja wisst, Car-Vertical, wir arbeiten ja mit denen schon seit einer längeren Zeit jetzt zusammen und da auch wieder für euch, für die Leute, die natürlich nach einem Gebrauchtfahrzeug suchen, ja, oder vor allem das ganze Thema Importfahrzeuge, darauf ist natürlich Car-Vertical sehr spezialisiert. Sie sind in 30 Ländern mittlerweile aktiv und ziehen sich aus den verschiedensten Sachen die ganzen Daten und Fakten. Wenn wir zum Beispiel hier schauen, ich habe hier mal ein Auto abgespeichert, jetzt pass mal auf. Und zwar, wir öffnen das hier einmal ganz kurz. Und dann haben wir jetzt hier zum Beispiel eine Mercedes G63 AMG. Und wir sehen jetzt hier, generiert am 30.12. der Kilometerzähler sieht nicht gut aus. Finanzieller rechtlicher Status sieht gut aus. Oh, Schäden auch, Eingreifen erforderlich. So, und wir sehen natürlich hier über 900 Datenquellen aus 35 Ländern überprüft. Und jetzt gehen wir hier runter. So, wir sehen jetzt hier Januar 2019. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Das ist ganz schön verunfallt, das Auto. Und dann sehen wir aber hier weiter. Im Juni 2021 steht das Auto wirklich da wie neu. So, und da
erkennt natürlich Car-Vertical, speichert sich die ganzen Daten ab und dadurch könnt natürlich ihr euch vor bösen Überraschungen schützen, denn wir sehen ja allein auch schon hier die Kilometerzähler, das ist wild, Robert. Im Januar 2019 346.741 Kilometer und dann auf einmal im August 2020 nur noch 92.825 Kilometer. Bedeutet, hier wurde extrem der Kilometerzähler manipuliert. Ihr seht auch, das Fahrzeug hat halt eben seine gewissen Schäden. Und ja, wie gesagt, wer hier mehr über Car-Vertical erfahren möchte, der Link ist in der Videobeschreibung, sowie mit dem Code GEARCollector erhaltet ihr 20% Rabatt. Und ja, ich meine natürlich auch, wenn wir hier so durchschauen, Leute, 1er MQP hat mittlerweile auch über 100.000 Kilometer drauf, wird jetzt im Winter wenig bewegt. Und natürlich der Güldner Traktor ist auch weiterhin da. Auch 1er MQP, wie gesagt, ganz wichtiges Thema für die Leute, die danach ein Gebrauchtfahrzeug schauen oder natürlich auch Importfahrzeug. Auch hier nochmal abschließend Car-Vertical, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ja, generell, was passiert sonst hier? Wenn ich nämlich so ein bisschen nach unten schaue, ihr seht, Leute, der Boden ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Ja? Bedeutet, da wird sich dieses Jahr in der Garage was tun. Denn ich glaube, es sind jetzt mittlerweile, Robert, das ist jetzt eine gute Frage. 2015. 10 Jahre schon. Ja, stimmt. Alter. Ernsthaft? Ja, wir kennen uns seit 2016. Ach, verrückt. So lang schon, Gottes Willen. Viel zu lang, Mann. Robert. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also Leute, auch hier mit dem Boden, seid gespannt, da wird sich hier richtig was tun. Da freue ich mich richtig drauf und es wird auch schon sehr, sehr bald sein. Und ja, Robert. Soll ich dir ein paar Fragen stellen? Du, ganz wie du möchtest. Ja? Ja. Ich meine, ich laufe auch gerne hier rum, weil ich meine, wir wollen ja auch nochmal so ein richtiges Garagen-Update geben. Natürlich auch Leute, weil einige dachten, der E63 ist verkauft. Also, nochmal ganz wichtig, die Fahrzeuge, die alle hier stehen, die werden selbstverständlich nicht verkauft. Es sei denn, wie jetzt zum Beispiel damals beim Aventador SV Roadster, wo wir davon 2 Stück hatten, da hat es dann einfach platztechnisch Sinn gemacht, ein Fahrzeug davon zu verkaufen. Aber ihr seht natürlich auch jetzt gerade aktuell, es ist platztechnisch extrem eng. Nichtsdestotrotz E63 AMG Edition Bonn, einer meiner Favoritenfahrzeuge. Selbstverständlich ist das Fahrzeug weiterhin in der Sammlung und wird auch entsprechend bewegt. Aktuell nicht so sehr von mir, aber ich glaube trotzdem hat das Auto mittlerweile 60.000 oder 70.000 Kilometer drauf. Also ja, aber Robert, du kannst sehr, sehr gerne mit der ersten Frage anfangen und wir laufen hier so ein bisschen durch, denn der P1 hat natürlich jetzt endlich seinen Platz gefunden, ja. Es ist einfach so geil, wieder die beiden Autos nebeneinander. Soll ich dir schon mal die erste Frage zuwerfen? Ja, sehr gerne, wenn du das möchtest, Robert. Okay, dann fangen wir doch mal hier mit einer persönlichen Frage an, würde ich sagen. Ja, sehr gerne, Robert. Wenn du kein GEAR-Collector wärst, was würdest du heute beruflich machen? Das ist ganz simpel, dann wäre ich bei dir angestellt, oder Robert? Bei mir? Ja. Alter, ich mache so viel Umsatz bei, nicht, dass ich dich Direkt anstellen gleich kann. Gehaltserhöhung für mich, oder? Alter, safe. Sehr gute Frage. Tatsächlich war ja nie für mich das Thema mit Instagram, Social Media, stand für mich nie irgendwie auf der Liste, dass ich sage, okay, das möchte ich jetzt beruflich machen. Ja, für mich war das einfach nur Spaß, Hobby. Es wird auch für immer meine Leidenschaft bleiben, hier das ganze Thema mit den Autos. Klar, es hat sich dann über die Jahre hinweg entwickelt, aber nichtsdestotrotz, also in der Zwischenzeit, wo ich mit GEAR-Collector begonnen habe, mit dem Kanal, mein Sport früher, mein Leistungssport früher, wisst ihr ja mittlerweile, war Tennis. Ja, ich habe professionell Tennis gespielt. Hab allerdings dann, mir hier hinten ein bisschen Problemchen zugezogen. Arsch, ja, nicht ganz am Arsch, Robert. Ja. Das nicht ganz. Ein bisschen höher. Und musste dementsprechend meine Karriere beenden. Und was habe ich dann gemacht? Ich wollte natürlich in dem Sport bleiben und habe dann angefangen, Tennistraining zu geben. Ja. Währenddessen habe ich natürlich immer mehr und mehr angefangen, mich mit dem ganzen Thema Instagram, mit dem ganzen Thema GEAR-Collector zu beschäftigen. War aber für mich immer noch Nummer 1 hier Tennistrainer.
Und ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, wenn das Thema Gear Collector nicht wäre, dann würde ich definitiv immer noch sehr viele Tennistrainerstunden geben. Geil, Mann. Und ich finde das einen mega Beruf. Ich finde das vor allem einen sehr coolen Sport und vor allem, wenn du natürlich tätig bist in Richtung professionellen Sport und das dann als Tennistrainer, dann kannst du natürlich auch sehr viel reisen. Jetzt werden sich natürlich einige denken, ja, kannst ja auch einfach bei deinem Dad einsteigen oder sonst was. Ja, Leute, theoretisch schon, aber ich sage euch klipp und klar eins, für mich war schon immer von klein auf wichtig und das auch bei meiner Erziehung, dass ich wollte meinem Vater was beweisen, dass ich nicht abhängig von irgendwas bin. Ja? Und natürlich, ich habe meinem Vater sehr viel zu verdanken, denn ohne diese Autos wäre das Ganze nicht möglich. Ohne diese Autos könnten wir euch nicht die Videos bieten. Das ist natürlich ganz klar. Aber natürlich nebenbei hat der Robert und ich versucht, sehr viel miteinander aufzubauen, ja, und natürlich dann ist dann das ganze Thema mit dem Gear Collector Track Day ins Leben gerufen worden, ja, sei es die Zusammenarbeiten mit diversen Herstellern und da habe ich wirklich gemerkt, hey, das ist meine Passion, das ist meine Leidenschaft, wofür ich lebe, ja, was ich gerne mache. Krass, also dass wir gleich so deep gehen, hätte ich nicht gedacht. Ja, du Robert, ich glaube ganz ehrlich, und das kann man auch gar nicht übel nehmen, ich glaube, dass das viele Leute immer sehr verkennen, ja, und ich glaube auch, es gibt den einen Teil, sage ich mal, es gibt extrem wohlhabende Familien, ja, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen so dasselbe, wie wenn du, sage ich mal, Richtung Emirate schaust, wenn du dann die Leute siehst von einem Königshaus, ja, da reden wir ja nochmal von ganz anderen Autosammlungen, von ganz anderen, da reden wir ja wirklich von Riesenjachten und allem drum und dran und da denkt man auch immer, ja, die Kinder müssen nichts leisten, aber Leute, ich kann euch so viel sagen, ich habe jetzt wirklich verschiedenste Königsfamilien aus den verschiedensten Ländern kennengelernt und ich sage euch eins, sie haben so eine harte Erziehung, so eine strenge Erziehung und die müssen extrem viel leisten. Die haben extrem viel Druck. Aber man sieht immer nur das Äußere. Man sieht immer, wie derjenige in einem Bugatti rumfährt und hier und da. Ja, sie wurden in so einer Familie geboren, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz müssen auch die extrem viel leisten. Es gibt natürlich Ausnahmen, brauchen wir gar nicht reden. Ja. Die lehnen sich zurück, die entspannen ihr Leben lang, machen nichts, tun nichts. Aber das war für mich nie irgendein Anstreben, sondern für mich war wirklich auch, da danke ich meinen Eltern sehr, für diese Erziehung, dass ich von Tag 1 Leistungen zeigen musste und auch Leistungen zeigen möchte und auch nie in meinem Leben von irgendwas abhängig bin. Robert, du kommst klar oder haust dich gleich zusammen oder was? Hä? Was ist da los, Mann? Ich hab irgendwas im Hals. Im Hals? Oh, heilige Scheiße. Ja, ist so schlimm oder was? Soll ich dir helfen? Nee, lieber nicht. Brauchst du 1:1 Hilfe? Robert, was ist da los? Sind wir da? Also wenn ich eine Sache nicht kann, dann ist es Erste Hilfe. Gott sei Dank. Ja? Weil Erste-Hilfe-Kurs habe ich schon immer geskippt gehabt. Echt? Ah, das brauchst du für einen Führerschein, oder? Ja, ich weiß schon. Ach so, dann. Ja. Da war ich aber nicht anwesend. Das glaube ich gerne. Okay, ja, dann haben wir jetzt schon die erste Frage breit und ausführlich geklärt. Aber was mich interessieren würde, wie sieht denn ein typischer Tag aus, wenn du nicht am Filmen bist und keine Autos testest? Ganz ehrlich, ganz simpel. Ich stehe auf, mache mir einen geilen Kaffee. Boah, geil, ja. Und dann gehe ich in Sport, dann gehe ich was Mittagessen, Shisha rauchen, Stimmt. Abendessen, irgendeinen Film schauen und dann wieder pennen. Du bist eigentlich die ganze Zeit nur am Fressen, wenn man das so sieht. Ja, also für mich ist am wichtigsten einfach, ich mache ja auch nur den Sport wegen am vielen Essen. Also das glauben ja auch immer viele Leute. Das ist ja nicht mal gelogen. Leute, ich esse fast das Doppelte wie der Robert. Das ist wirklich geisteskrank, Mann. Wenn es sein muss, ich pflüge schon meinen 1,2 Kilo Steak, pflüge ich schon ohne Probleme weg. Ja, Ja, das glaube ich. Robert, hä? Sag mal. Mann. Ja, dann machen wir doch mal weiter mit der nächsten Frage. Was haben wir denn? Dann machen wir doch mal, welche Autos für dieses Jahr geplant sind. Neue Autos? Ja, oder was generell meinst du? Autos. Generell Autos? Ja. Gute Frage. Wenn wir schon hier stehen.
Schauen wir mal, ob da irgendwas Neues von Alpine dieses Jahr so kommen wird. Boah, das wär Wir geil. fahren jetzt aktuell hier die A110R. Also ich meine, das ist ja das Ultimative. Das ist so ein ist ein geiler geiles Auto, Mann. Spaßfaktor, dieses Ich Fahrzeug. liebe das Auto. Aber es gibt ja was Neues von Alpine. Und zwar die schöne A290 ist jetzt rein elektrisch. Wir durften sie ja letztes Jahr einmal kurz auf Mallorca fahren. Und das war einfach so spaßig. Ja, auch ein geiles Und Auto. ich sag dir eins, mir fehlt aktuell, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber Leute, es ist wirklich so, mir fehlt aktuell ein Elektrofahrzeug. Weil Stadt, der Audi RS e-tron GT ist ja mittlerweile weg. Und dementsprechend ist jetzt aktuell Platz für ein neues Elektrofahrzeug. Und ich bin richtig, richtig motiviert, weil ich merke einfach, wenn du eine längere Zeit in München, in der Stadt unterwegs bist, dich nervt es irgendwann wieder, dieses ständige Tanken. Und das vermisse ich wirklich, wenn du abends nach Hause kommst, du steckst das Auto an, du lädst ihn über Nacht und am nächsten Tag ist er voll. Und es ist einfach so geil. Man muss es einfach erlebt haben. Nochmal, das ganze Thema lange Strecken, wir brauchen überhaupt nicht reden. Das Thema aktuell ist noch nicht ausgereift, aber auch hier, ich bin ein Fan von dem ganzen Thema Elektro. Vor allem ist es halt immer die große Frage, für was nutzt du es? Und wenn du sehr viel in der Stadt unterwegs bist, sehr viele kürzere Strecken fährst, dann ist ein Elektroauto als Daily einfach geil. Ja, das, schauen wir mal, was da so dieses Jahr kommt. Und sonst, ja, Aston Martin, glaube ich, bleibt ganz spannend, was da so kommt. Stimmt. BMW bleibt auch ultra spannend. Ja, stimmt, ja. Da glaube ich, das wird dieses Jahr auch sehr wild werden. Und sonst, ja, weiß ich eigentlich jetzt gerade gar nicht, was sonst noch so kommt. Nee. Es kommt eher auf dich drauf an, Robert, was du wieder für glorreiche Ideen hast. Nee, aber da kommen wir tatsächlich schon zur nächsten Frage, weil das eigentlich ineinander greift, was für Umbauten denn anstehen werden dieses Jahr. Ja, das ist ja immer genau das perfekte Thema, was dann immer für Ideen einfallen. Ja. Tatsächlich, ich stelle mich mal so ein bisschen hier so in die Richtung. Okay, wieso das? Ja, also ich meine, wir fahren ja hier schon mit über 800 PS, aber wir mussten ja leider feststellen, dass das zeitentechnisch und auch auf der Nordschleife noch nicht so gereicht hat, weil ich wollte ja unbedingt meine 300 Schwedenkreuz knacken und das haben wir nicht geschafft. 2,96 und wir haben einfach gemerkt, da muss noch mal ein bisschen mehr Dampf dahinter, weil ja, der Lars Kern hat es mit dem Serien GT2S natürlich ohne Probleme geschafft, aber so früh komme ich noch nicht aufs Gas drauf. Also brauchen wir ein bisschen mehr Leistung und ich glaube, da haben wir schon so ein paar Ideen. Ja. Ich glaube, da gibt es nämlich den einen oder anderen, der da so Richtung Bodensee sitzt, so eine Firma. Und die macht da, glaube ich, ganz geile Umbauten für ja, Porsche und diverse Marken. Also wird auch schon sehr bald was passieren. Ich weiß, Robert, du weißt davon noch nichts. Ja. Und sonst tatsächlich, umbaumäßig wüsste ich jetzt nicht, was sonst noch so ansteht. Ja, aber das reicht doch schon mal. Glaube ich, da wird mit Sicherheit mit der Zeit noch was kommen. Ja, Ne? safe. Nee, aber dann klingt es doch schon mal gut. Ja, wenn wir schon mal reden von mehr Autos, andere Autos, wann zeigst du denn mal die andere Garage? Das kommt auf dich drauf an, Robert. Auf mich? Da bist du dafür zuständig. Ja? Ich? Ich bin nur für die Verwaltung zuständig und für die Orga, ja? Transport und alles. Alles Weitere, ja Leute, da müsst ihr mit dem Robert, das müsst ihr mit dem Robert klären, wann er euch da mal einen Einblick in die andere Garage gibt. Schauen wir mal. Vielleicht machen wir das doch mal, keine Ahnung. So, ja, was haben wir denn noch? Sollen wir mal über Thema Track Day reden? Ja, Dann, was wird denn so das Highlight dieses Jahr beim Track Day sein? vom Fahrzeug her, Ja, generell so. Was kannst du uns bieten? da müssen wir jetzt ein bisschen wieder hier in die Richtung gehen. Okay, Also wir werden selbstverständlich den AMG One wieder mit dabei haben, denn Gott sei Dank. Stand jetzt werden auch mehrere AMG Ones beim diesjährigen Gear Collector Track Day vertreten sein. Wie viele es dann am Ende des Tages genau werden, kann ich euch aktuell noch nicht sagen. Was natürlich ein ganz wichtiges Thema ist, müssen wir wieder ein bisschen hier in die Richtung gehen. Okay. Und zwar, jetzt kommen wir zu einer großen Frage für euch Leute. Sollen wir den McLaren P1 zum diesjährigen Gear Collector Track Day Ja, mitnehmen? bitte. Wir sind bisher noch nie auf der Rennstrecke damit gefahren, weil für mich einfach ganz klar hier der Senna da ist. Aber ich glaube, der McLaren P1
Mit der Performance-Upgrade-Batterie jetzt, glaube ich, könnte das schon ziemlich wild werden. Ja, und sonst generell, ich glaube, ein Highlight, was es werden könnte, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr Highlights, ist, da müssen wir jetzt mal noch ein bisschen darauf abwarten. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber ja, da gibt es so ein schönes Fahrzeug für die Rennstrecke von Bugatti. Aha. Und ich glaube, wenn das auf der Strecke fährt, das könnte, glaube ich, wild werden. Das wird so wirklich wild, ja. Definitiv. Kann ich bestätigen. Ja, dann klingt das doch schon mal gut. Wird es denn noch weitere Trackdays dieses Jahr geben? Nein, es wird dieses Jahr ausschließlich der Gear Collector Track Day auf dem Nürburgring stattfinden. Wie gesagt, am 1. Mai, das ist ja ein Feiertag. Was ist das für ein Feiertag, Robert? Tag der Arbeit. Den Sehr kenn gut, ich. Robert. So sieht's aus. Und der ist natürlich deutschlandweit und der ist auch in einigen Nachbarländern. Deswegen haben wir explizit diesen Termin ausgesucht und das wird auch der einzige Gear Collector Track Day in diesem Jahr sein. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen was im Herbst, dann noch mal was, aber auf jeden Fall nicht, was das Thema Rennstrecke angeht. Da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Das klingt doch super. Dann hätte ich doch noch mal eine privatere Frage, weil wir können ja gerne mal so durchmischen. Da würde ich gerne von dir wissen, gibt es eine Sache, die Fans, die Leute, die sich unsere Videos anschauen, von dir falsch einschätzen? Ich glaube, was du immer merkst, ist natürlich, man ist von diesen ganzen Autos umgeben. Ja. Es ist hier dieser Helm. Man hat in dem Sinne nicht so die, ja, sag ich mal, diese sehr nahe Persönlichkeit. Aha. Und ich glaube, dadurch wirst du oftmals, was ich so ein bisschen gemerkt habe, oberflächlich eingeschätzt. Was ich natürlich auf der einen Seite verstehen kann, aber natürlich auf der anderen Seite immer ein bisschen schade ist, weil, wisst ihr Leute, ich bin so ein Typ, man kann über eine andere Person reden, was man will. Das ist mir egal. Ich will mich immer selbst davon überzeugen und kann dann sagen, okay, hey, ich finde den cool oder ich finde den nicht cool. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein gewisses Thema, aber wie gesagt, das nehme ich niemanden übel, weil letzten Endes muss das jeder immer für sich selbst entscheiden, aber das sage ich, das ist wichtig. Bildet euch eure eigene Meinung, lasst euch nicht von irgendjemandem was erzählen oder sonst was, das ist extrem wichtig. Das hat auch gar nichts jetzt mit irgendeiner Person zu tun, sondern auch wirklich allgemein in eurem Leben, wenn ihr irgendwelche Ziele, irgendwelche Träume habt, wenn euch da irgendjemand Negativität reinbringt, dann könnt ihr eigentlich das sofort schon komplett knicken, weil letzten Endes, ihr müsst an eure Ziele denken, ihr müsst an eure Träume glauben und wenn ihr da wirklich fest dran kämpft, dann wird das auch irgendwann möglich sein und nicht von irgendwelchen Leuten umgeben zu sein, die euch einfach Negativität reinbringen, denn die sind euch letzten Endes nur etwas neidig, die haben einfach nur Angst, dass ihr es zu einem Erfolg schafft und davon solltet ihr euch sofort trennen. Das habe ich auch über die vielen letzten Jahre gelernt und ja, du merkst halt letzten Endes, das sage ich immer wieder, wenn du mal einen Tag hast, wo es dir dreckig geht, und du kannst noch so viele Freunde haben, die kannst du an einer Hand abzählen, die dann wirklich für dich da sind. Ja, das klingt schon wieder deep. Also heute, ich weiß gar nicht, was mit dir los ist. Das ist schon fast sentimental, oder Robert? Alter, ich habe dich in den ganzen Jahren selten so erlebt, aber... Vor allem, Robert, ich kann dich gar nicht sehen, weil dieses Licht, was du da auf der Kamera oben hast, das ist so hundshell. Ja, genau deswegen. Also ich könnte jetzt gar nicht sehen, ob du sentimental bist oder nicht, weißt du? Nee, ich habe schon Tränen in den Augen. Ja, dann kommen wir doch noch einmal zu einer allgemeinen Frage. Was war denn deine größte Enttäuschung 24? Also quasi letztes Jahr. Oh, warte, da müssen wir ein bisschen hier hingehen. Wieso? Okay. Weil ich glaube, das ist relativ simpel zu beantworten. Aventador SV. Ein richtig geiles Fahrzeug. Ein langsames Fahrzeug, wenn man es mit der Konkurrenz vergleicht und preislich, aber ein extrem emotionales Fahrzeug und es macht auch das, was es machen soll, funktioniert. Du hast den geilsten Sound und dann kam die neue Version. Lamborghini
Revuelto. Erstmal komplett fernab von jeglicher Realität, was das Thema Preis angeht, im Vergleich zum Aventador. Also eine extreme Preissteigerung. Ja, aber sehen wir auch jetzt hier beim Huracan-Nachfolger, das ist ja auch völlig verrückt, was ich letztens gesehen habe, was die für einen Preis aufrufen. Also das hat ja, wo du sagst, okay, das ist der Huracan-Nachfolger. Also das ist ja wirklich verrückt, wo du da am Ende des Tages preislich rauskommst. Da kannst du ja mittlerweile echt schon fast sagen, ich nehme den Revuelto. Ja, ich weiß nicht, ob wir einfach an dem Tag Pech hatten oder nicht, aber leider hat dieses Auto von vorne bis hinten nicht funktioniert, was sehr, sehr schade gewesen ist. Okay, er fährt sich hoch. Unten links das Ausrufezeichen. Oh, es ist von Stabilisierungskontrolle Störung. Perfekt, das hatten wir vorhin noch nicht. Ja, aber die war auch. Aber warte, Bordnetzstörung. Bordnetzstörung, Fahrzeug sicher abstellen. Fahrassistenz. Pfeiffer, ja, der ist wurscht. Robert? Ja, okay, da können wir noch 500 Kilometer fahren. Türen sind offen. Die Türen, Fahrzeugbeleuchtungsstörung. Bitte Service aussuchen. Noch irgendwas, Kollege? Weiß ich jetzt nicht. Enttäuschend war natürlich meine erste Fahrt mit dem neuen Lamborghini Revuelto, weil ich mich extrem darauf gefreut habe, weil das Konzept, den Antriebsstrang, das Design, das ganze Fahrzeug ist ein Mega-Auto, wo du dann wiederum sagst, okay, es ist mir das Geld wert, mir das zuzulegen. Ich bin ein riesen Lamborghini-Fan. Ihr wisst ja selbst, SVJ, SV, Super Trofeo. Es war mal ein zweiter SV noch hier. Und natürlich wäre so ein Revuelto eine sehr, sehr starke Überlegung. Aber umso enttäuschender ist es für mich dann gewesen, als ich gewisse Nachrichten von jemandem von Lamborghini von einer höheren Position erhalten habe und mir vorgeworfen worden ist, ich hätte eine falsche Berichterstattung veröffentlicht. Das war natürlich für mich extrem enttäuschend, denn meiner Meinung nach, schaut euch gerne dieses Video nochmal an. Ich habe das Fahrzeug gefeiert, aber natürlich hat das Fahrzeug nicht entsprechend funktioniert. Und ja, letzten Endes, Leute, der Kanal dient rein zur Unterhaltung und ich möchte positive Videos erstellen und möchte nicht über einen Hersteller, über ein Fahrzeug schimpfen. Aber natürlich werde ich immer neutral bleiben, werde mich nicht verstellen und werde mich nicht vor eine Kamera hinstellen und sagen, das ist das geilste Auto überhaupt, es gibt nichts Besseres. Aber unterm Strich funktioniert nichts. Und das war halt für mich wirklich enttäuschend, die Art und Weise. Ich habe es mehrmals bei Lamborghini versucht, um ein anderes Fahrzeug zu bekommen, denn der Besitzer hat dann mittlerweile das Fahrzeug durch die ganzen Probleme weitergegeben und ist dadurch nicht mehr im Besitz von dem Fahrzeug gewesen. Und deshalb habe ich mehrmals bei der Kontaktperson von Lamborghini angefragt und gesagt, hey, stellt mir doch ein Auto hin, ich würde das Fahrzeug wirklich gerne nochmal fahren. Es war halt einfach ein unglücklicher Moment, dass das Fahrzeug nicht so funktioniert hat, aber ich möchte hier nochmal den Revuelto mich davon überzeugen, dass das ein geiles Fahrzeug ist, weil anscheinend jeder gesagt hat, dass das Auto so mega ist, auch wenn ich natürlich Berichte gesehen habe, das eine Auto ist abgefackelt, bei dem anderen hat das Auto auch nicht funktioniert. Also sehr gemischte Meinungen, aber das ist mir egal, weil letzten Endes möchte ich mich davon überzeugen. Leider ist daraufhin, trotz mehrmaliger Nachfrage, bis heute keine Rückmeldung gekommen. Ja, deswegen sage ich definitiv für mich 2024, der mitunter enttäuschendste Moment ist das ganze Thema Lamborghini Revuelto gewesen. Ja, macht Sinn. Vielleicht greift es sogar die nächste Frage auf. Was würdest du gerne dieses Jahr denn fahren? Ich strebe es weiterhin an, einen Lamborghini Revuelto zu fahren, definitiv, weil ich möchte mich selbst davon nochmal überzeugen, von diesem neuen Konzept von Lamborghini. Und ja, ich hoffe, dass ich früher oder später da die Möglichkeit bekomme, sei es von einem Besitzer, also jemand, der gerade das Video sich anschaut und einen Revuelto besitzen sollte, was auch funktioniert, dann sehr, sehr gerne
kommt vorbei oder ich komme auch gerne vorbei und dann würde ich mich sehr freuen, dieses Fahrzeug fahren zu dürfen. Und sonst, ich weiß gar nicht, Robert, worauf ich noch motiviert wäre zum Fahren. Ja, der Nissan hat dich doch damals so angemacht. Ja, das definitiv. Also ich wäre mal richtig motiviert, so einen Nissan Skyline mit ordentlich Leistung zum Fahren. Das würde ich richtig feiern. Und sonst, ich glaube auch M2 CS, glaube ich, könnte dieses Jahr ziemlich wild werden. Wenn der dieses Jahr kommen sollte, natürlich. Und sonst natürlich auch, ich bin da komplett offen dafür. Also, ist doch geil. aber tatsächlich, wenn es darum geht, eher ältere Fahrzeuge, definitiv. Ja, weil da kommen wir auch sogar zur nächsten Frage. Welches Feature oder welche Technik in modernen Autos nervt dich am meisten? Ja gut, das ist definitiv mittlerweile diese Tempoanzeige, die jedes Mal, wenn du in das Auto das ist einsteigst so und neu nervig, startest, jedes Mal wieder von neu zum Bimmeln anfängt. Ich glaube, das ist eigentlich wirklich der größte Störfaktor. Und auch dann, sage ich mal, wenn du Spurhalteassistent und das weiter, ist auch immer wieder von neu aktiv. Ja, und musst du jedes Mal aufs Neue deaktivieren. Ich glaube, das sind so gewisse Störfaktoren. Also du merkst halt einfach mittlerweile in den neuen Fahrzeugen, es ist so viel Technik verbaut, die natürlich auf der einen Seite sicherheitsrelevant sind, ja, definitiv, 100%, aber ich glaube auch ein paar Themen, die, sage ich mal, ein Automobilhersteller nicht verbauen würde, weil es nicht sicherheitsrelevant unbedingt ist, aber natürlich entsprechend von der EU vorgeschrieben werden. Und das, sage ich mal, ist für mich so ein gewisser Störheitsfaktor. Ja, das macht Sinn. Für mich am schlimmsten ist Start-Stopp, sage ich ehrlich. Aber dann kommen wir doch mal zu einer der letzten Fragen. Welcher war der erste Berührungspunkt mit Autos und was hat so wirklich so deine Leidenschaft entfacht, sagen wir es mal so? Mein erster Berührungspunkt, komm mal mit, Robert. Oh, hey, da muss laufen. Nämlich das, was da hinten steht. Mittlerweile schon richtig zugestaubt. Hier, mein geiler Ferrari-Buggy da hinten. Ferrari, Alter. Ja, Mann. Mit Playboy sogar. Ja, natürlich, klar. In Bruder. jungen Jahren ging es schon los, Robert. So sieht's aus. Aha. Und schön mit dem Rasenmähermotor haben wir verbaut gehabt. Ja, das war mein erster Berührungspunkt, Leute. Und dann ging es natürlich nach hinten. Auch Motorrad, das ganze Thema. Und klar, wisst ihr auch mittlerweile schon, für mich jetzt hier in der Garage, die Autos, die hier stehen, für mich definitiv Ferrari F40, mit welchen ich am meisten aus der Kindheit verbinde. Ja, was war denn so, das interessiert mich jetzt selber, was ist so eine Erinnerung, die du richtig im Kopf hast von mir 40, so als Kind, sag ich mal. Klar, ich meine natürlich, du sitzt neben deinem Dad auf dem Beifahrersitz und wenn er einfach durchbeschleunigt, ja, wenn hinten das Feuer rauskommt, da stellst du einfach alle Haare auf. Das waren damals Emotionen und ich meine, da kannst du nicht anders. Da bist du von klein auf sofort, hast du Benzin im Blut, du bist sofort angefixt und das ist einfach geil. Und das ist für mich immer wieder, wenn ich in dieses Auto einsteige, ich kann mich noch dran erinnern an Tag 1, wo ich das erste Mal dieses Fahrzeug fahren durfte. Mein Vater ist natürlich daneben gesessen und das war halt für mich, also eine extreme Nervosität, ein extremer Druck. Du willst nichts falsch machen, du willst nichts kaputt machen oder sonst was. Das ist auch noch ein Tag, an den ich mich sehr stark daran erinnern kann. Und Wie alt warst du denn? das ist eine gute Frage, Robert. Ich glaube, ich bin so 21, 22 gewesen, als ich das erste Mal so richtig hinter Steuer durfte, glaube ich. Das ist schon geil. Ja, deswegen. Also, wilde Erfahrungen und ihr wisst ja selber mittlerweile, F40, ein absolutes Unikat, eine absolute Legende und ja. Geil. Ja, geil. Dann kommen wir doch zur letzten Frage, um das Video abzuschließen. Gibt's was du deinen Fans, Followern, Zuschauern gerne mit auf den Weg geben würdest, um das Ganze hier abzurunden? Du, wie ich es gerade vorhin schon gesagt habe, glaubt immer an euch selbst. Lasst euch nie von irgendjemand anderen runterkriegen. Glaubt an eure Träume. Irgendwann kommt der Tag. Der Tag wird kommen. Ihr müsst einfach daran glauben, hart daran arbeiten. Und sonst natürlich von meiner Seite aus ein großes Dankeschön für die vielen, vielen Jahre, die ihr schon mit dabei seid, die Videos anschaut, uns da gemeinsam begleitet. Ich versuche natürlich mit dem Gear Collector Track Day, versuche ich mit der Veranstaltung so viel
wie möglich zurückzugeben. Es werden auch dieses Jahr wieder einige Highlights kommen. Wir werden auch in diesem Jahr wieder ein Gewinnspiel veranstalten, wo ihr mit uns eine Runde im Auto mitfahren könnt und sonstige. Natürlich, wir können nicht jeden Einzelnen happy machen. Das wird ein bisschen schwierig. Aber wir versuchen natürlich so viel wie möglich zurückzugeben und da wirklich jedem einfach das anzustecken, und zwar Benzin im Blut. Und ja, ich würde sagen, Robert, damit können wir Schluss machen, oder? Definitiv. Alles klar. Dann, Leute, wir sind raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, Robert, Mittagessen haben wir ja heute schon hinter uns. Was machen wir jetzt? Das nächste Video. So machen wir das. Alles klar, Leute. Wir sind raus und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace out.